Hallo zusammen. Uh. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Gemini benutzen könnt, um das Sprechen zu üben. Hallo Gemini, ich lerne Deutsch. Können wir bitte ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen? Gerne. Lass uns ein einfaches Gespräch führen. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Was machst du heute so? Ich bleibe heute zu Hause, weil es draußen regnet. Ich habe heute Morgen ein Buch gelesen und jetzt unterhalte ich mich mit dir. Das klingt nach einem gemütlichen Tag. Bücher sind toll zum Entspannen. Welches Buch hast du gelesen? Ja, ich mag Bücher, ich lese sehr gern. Ich habe vorhin das Buch Die Traumfabrik der Träume gelesen. Ich glaube, so heißt es. Oh nein, es heißt Das Kaufhaus der Träume. Ich habe dieses Buch gerade erst begonnen, aber es klingt interessant. Es geht um ein Kaufhaus, das Träume verkauft. Ein Kaufhaus für Träume. Was für eine tolle Idee. Und was für ein Konzept. Magst du mir mehr über das Buch erzählen? Ich habe das Buch gerade erst begonnen. Ich bin noch nicht so weit, aber es geht darum, dass dieses Kaufhaus Träume verkauft. Also ich vermute, dass man, wenn man einschläft, einen Traum kaufen kann. Das klingt wirklich spannend. Also, man kann sich im Schlaf einen Traum aussuchen? Wie funktioniert das denn? Ich bin nicht sicher, ich muss das zuerst noch weiterlesen. Das ist kein Problem. Bücher sind dazu da, dass man sie genießt. Vielleicht können wir später noch einmal darüber sprechen, wenn du weitergelesen hast. Was möchtest du jetzt machen? Vielleicht können wir ein anderes Thema finden? Können wir weiterhin eine einfache Konversation führen? Ja, gerne. Lass uns weiterreden. Was möchtest du machen? Vielleicht können wir über das Wetter reden oder über deine Hobbys. Gern. Sprechen wir über meine Hobbys. Ich schwimme, backe und lese sehr gern. Was machst du gern? Schwimmen, backen und lesen, das sind tolle Hobbys. Ich mag es auch zu lesen und zu lernen. Es macht Spaß, neue Dinge zu entdecken. Ja, ich stimme dir zu. Ich denke auch, dass es Spaß macht. Ja, ich stimme dir zu. Es macht Spaß, neue Dinge zu entdecken und sich weiterzubilden. Was machen die Menschen in Deutschland gern in ihrer Freizeit? Die Deutschen haben viele verschiedene Hobbys. Manche Leute gehen gerne wandern oder Fahrrad fahren, weil sie die Natur lieben. Andere verbringen gerne Zeit mit Freunden und Familie, indem sie zusammen essen gehen oder Spiele spielen. Es gibt auch viele Menschen, die gerne lesen, Musik hören oder Filme schauen. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die gerne ihre Zeit mit Sport oder anderen Aktivitäten verbringen. Habt ihr alles verstanden? Manchmal spricht Gemini viel oder benutzt schwierige Wörter. Wenn ihr etwas nicht versteht, könnt ihr ganz einfach im Chatverlauf lesen, was er gesagt hat. Klickt dazu auf das Chat-Symbol oben links, dann könnt ihr das Gespräch auswählen und den Verlauf lesen. Ich verstehe, das klingt interessant. Ja, es gibt eine große Vielfalt. Was glaubst du, ist das beliebteste Hobby in Deutschland? Ich weiß, dass viele Menschen gern wandern gehen, vor allem deswegen, weil am Sonntag die Geschäfte geschlossen sind und es gibt nicht so viele Aktivitäten am Sonntag. Deshalb gehen die Menschen gern wandern und verbringen Zeit in der Natur. Genau, das stimmt. Weil viele Geschäfte sonntags geschlossen sind, verbringen viele Leute ihre Freizeit draußen. Wandern ist da eine perfekte Möglichkeit, um die Natur zu genießen und sich zu bewegen. Ja, stimmt. Ich wohne in Schottland, also das ist ein bisschen schwierig für mich, weil das Wetter manchmal schlecht ist. Da ist es nicht so gut, wandern zu gehen. Das stimmt, das Wetter in Schottland kann manchmal ganz schön launisch sein. Aber es gibt ja auch viele andere schöne Dinge, die man in Schottland unternehmen kann.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch in einer der vielen historischen Städte oder Burgen? Ja, absolut. Es gibt viele touristische Aktivitäten, die man machen kann und viele Sehenswürdigkeiten. Absolut. Schottland hat so viel zu bieten. Ihr habt wunderschöne Landschaften, faszinierende Geschichte und eine lebendige Kultur. Ich würde total gerne mal hinreisen. Was gefällt dir besser, Schottland oder Deutschland? Schottland und Deutschland sind beide auf ihre Weise wunderbar. Schottland hat diese unglaubliche Natur, die historischen Städten und eine ganz besondere Atmosphäre. Deutschland hingegen hat eine reiche Kultur, tolle Städte und eine lebendige Geschichte. Es ist schwer zu sagen, welches Land mir besser gefällt, denn beide haben ihren ganz eigenen Charme. Du hast recht, es ist schwer sich zu entscheiden. Beide Länder sind sehr schön und beide Länder haben ihre besonderen Eigenschaften. Ja, das stimmt. Beide Länder haben ihren ganz eigenen Reiz. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, dass man beide Länder unbedingt einmal besucht haben muss. Absolut. Was denkst du, welche Hobbys sind in Deutschland besonders speziell oder außergewöhnlich? Was ist ein außergewöhnliches Hobby für Deutschland? Also, Deutschland hat einen ziemlich guten Ruf für ausgefallene Hobbys. Klar, Wandern ist beliebt. Aber es gibt auch viele Leute, die sich für richtig spezielle Sachen interessieren. Zum Beispiel, es gibt eine wachsende Gruppe von Leuten, die sich für Mittelalter-Rollenspiele begeistern. Die ziehen sich dann alte Klamotten an und spielen ganze Wochenenden lang Ritter oder Prinzessinnen. Oh wow, wirklich? Das ist aber interessant. Ja, Mittelalter-Rollenspiele sind schon etwas Besonderes. Aber es gibt noch viele andere ausgefallene Hobbys. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sich für historische Tänze interessieren und das regelmäßig üben. Oder andere bauen sich zu Hause kleine Modelle von Städten oder Landschaften. Oh, das ist cool. Also sie tanzen historische Tänze und andere Menschen hingegen bauen eine kleine Stadt zu Hause. Genau. Es gibt viele kreative und ausgefallene Hobbys in Deutschland. Manchmal muss man schon zweimal hinschauen, um zu verstehen, was die Leute da machen. Aber genau das macht es ja auch interessant. Ja, das ist sehr interessant und sehr ausgefallen. Vielen Dank für diese Information. Gerne. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Möchtest du noch mehr über ausgefallene Hobbys erfahren oder möchtest du lieber über etwas anderes reden? Können wir über etwas anderes reden? Gerne. Lass uns über etwas anderes reden. Wie wäre es, wenn wir über Essen sprechen? Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Was ist dein Lieblingsessen? Ich weiß, dass du natürlich kein Mensch bist, aber stell dir vor, du wärst ein Mensch. Was würdest du gern essen? Was wäre dein Lieblingsessen? Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich wahrscheinlich gerne eine große Schüssel Pasta mit einer leckeren Tomatensauce essen. Vielleicht mit etwas frischem Basilikum und Parmesan darüber. Es klingt einfach so gemütlich und lecker. Oh, wirklich? Ich hätte gedacht, dass du dich für eine ausgefallenere Option entscheiden würdest. Du hast recht, ich hätte auch etwas Ausgefalleneres wählen können. Wie wäre es mit etwas Süßem? Vielleicht einen Schokoladenkuchen mit frischen Beeren? Oder doch lieber etwas Herzhaftes? Ah, das klingt gut. Bald ist auch Weihnachten. Kannst du mir sagen, wie die Menschen in Deutschland normalerweise Weihnachten verbringen? Weihnachten in Deutschland ist eine ganz besondere Zeit. Familien und Freunde kommen zusammen, um zu feiern. Es gibt viele Traditionen, aber die wichtigsten sind wahrscheinlich das Essen, die Geschenke und der Weihnachtsbaum. An Heiligabend gibt es oft ein großes Festessen mit Ente oder Gans. Und natürlich darf der Weihnachtsbaum nicht fehlen, der mit Lichtern und Kugeln geschmückt wird. Ich verstehe, also der Weihnachtsbaum ist wichtig, das Essen, die Geschenke, aber ich denke, das Wichtigste an Weihnachten ist es, die Zeit mit der Familie zu verbringen und einfach nur, dankbar zu sein und Zeit zusammen zu verbringen. Was denkst du? Ja, Zeit zusammen zu verbringen ist wirklich das Wichtigste. Es geht darum, sich gegenseitig zu erzählen, was man erlebt hat, zusammen zu lachen und einfach mal nichts zu tun, außer den Moment zu genießen.
Das stimmt. Und es ist schön, die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, vielleicht die Sterne zu beobachten, Glühwein zu trinken, die Geschenke auszutauschen, alles, was dazu gehört. Ja, das stimmt. Das Auspacken der Geschenke gehört auch dazu. Es ist immer schön zu sehen, wie sich die Leute freuen, wenn sie ihre Geschenke öffnen. Und natürlich ist es auch schön, anderen eine Freude zu machen. Es hat mich wirklich gefreut, heute mit dir zu sprechen. Ich danke dir vielmals, Gemini. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Bis zum nächsten Mal.